Schüsse im Darmstädter Stadtteil Kranichstein. Ein Ehrenmord in Kranichstein beherrscht bundesweit die Schlagzeilen. Messerattacke auf offener Straße. Die Hochhaussiedlung gilt als sozialer Brennpunkt. Knapp 6.000 Menschen aus über 80 Ländern leben dort auf engstem Raum. Das bin ich, Marius. Und das ist Kranichstein. Ghetto, Plattenbau, sozialer Brennpunkt. Hier fallen viele Begriffe. Aber einen guten Ruf hat Kranichstein nicht. Meine Freunde, die in der Hochhaussiedlung aufgewachsen sind, fühlen sich von der Gesellschaft diskriminiert, abgestempelt, als Menschen zweiter Klasse. Ich kann meine Freunde verstehen, auch wenn ich hier nie gewohnt habe. Ich frage mich, diskriminieren wir in Deutschland Menschen aufgrund ihres Wohnortes? Oder stimmen die Vorurteile? Ich werde hier wohnen, 7 Tage lang, um zu verstehen, wie es für Menschen ist, in einer Hochhaussiedlung zu leben. Bist du bereit, Georg? Ich glaube. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Mein Kollege Georg und ich ziehen heute um. Eigentlich wohnen wir in der Stadtmitte. Doch für uns geht's die nächsten 7 Tage an den Stadtrand von Darmstadt, nach Kranichstein. Etwa 12.000 Menschen leben hier. Knapp die Hälfte davon wohnt in Mehrfamilienhäusern. Die andere Hälfte in diesen großen Betonbauten. Für viele Leute ist die Hochhaussiedlung ein Problemviertel. Armut, Gewalt und Perspektivlosigkeit seien hier an der Tagesordnung. Doch ob das wirklich so stimmt, das will ich in den nächsten 7 Tagen erfahren. Wir sind da, oder? Ja, ich glaube, das ist es. Okay. Die Wohnung haben wir online gefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier Ferienwohnungen gibt. Okay, krass. Sieht schon richtig modern aus. Ja. Wenn man von draußen sich das Gebäude anschaut, denkt man, okay, wenn es drinnen so ausschaut, wie es von draußen aussieht, dann könnte es schwierig werden. Aber ist echt total normal. Ist wie jede andere Wohnung eigentlich auch, ne? Jetzt sind wir hier. Doch, wie kommen wir eigentlich unter die Leute? Vielleicht kann mein Kumpel Damiano weiterhelfen. Okay, cool. Sehr gut, mein Lieber. Dann bis gleich. Was geht, Bro? Sorry, dass ihr nicht so lange warten lassen. Mit Damiano habe ich früher Fußball gespielt. Er ist hier aufgewachsen und sagt, früher war es in Kranichstein wirklich schlimm. Doch inzwischen sieht das anders aus. Ich erkenne vieles kaum noch. Wie gesagt, ich habe hier bis ich 14 war gelebt, 13, fast mein halbes Leben. Und früher war das schon so, du gehst raus, um Scheiße zu machen. Das war wirklich so. Klar gibt es immer mal Ausreißer. Aber es hat sich schon geändert so ein bisschen, ne? Blöd gesagt, die sind auch alle ein bisschen erwachsener geworden, weißt du? Die sehen, dass es nicht viel bringt, wenn du Scheiße machst. Manche sind halt da gelandet, wo man nicht landen will. Damiano führt mich weiter rum und ich muss sagen, ziemlich viel Beton. Aber nicht nur. So, hier ist die Gruberstraße. Hier ist die Gruberstraße, okay. Also der komplette Block, gerade mal auch umdrehen, siehst du alles, riesen Plattenbauten. Hier ist der Brentano See mit einer riesen Spielwiese. Hinten ist ein Jugendcafé, das Chilmo heißt es. Ja. Guck dir die an. Das ist einfach. Ja, willkommen in Kranichstein. Geil. Oh, warte mal, wir sind doch hier. Ich rufe mal Mimi an. Ja, ist gut. Ich rufe mal Mimi an, ja? Ja. Mimi ist ein guter Freund von Damiano. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir mögen uns nicht. Wir kennen uns vom Sehen, schon bestimmt seit 10 Jahren. Ich bin ihm aber immer aus dem Weg gegangen. Wir wollten kurz links, Siemens, Bolzplatz, ein bisschen was erzählen so. Auf, bis gleich. Was geht? Mimi und Damiano haben früher jede freie Minute hier draußen verbracht. Ein paar ihrer Lieblingsspots wollen sie mir jetzt zeigen. Auf dem Weg dahin kommen wir ins Gespräch. Ja, komm, wir sind direkt aus dem Irak hierher, Nordirak. Ich bin ja Kurde. Wir sind direkt hierher, Gruberstraße. Und ja, fühlen uns hier wohl. Schön, siehst du ja. Viele Nationen, viele verschiedene Religionen, alle kommen miteinander super klar. Ist das der Grund, warum du dich hier wohlfühlst? Oder was machst du dich? Ich bin hier groß geworden. Meine Jungs wohnen hier, Freunde, ja, die meisten. Mimi liebt es hier und trotzdem kennt er die Meinung über Kranichstein.
Es ist vielleicht viel Gerede von außen, dass Kranichstein kriminell wäre oder Gott weiß was. Mit mir und meiner Familie ist hier noch nie irgendwas passiert. Warum? Nur weil ich jetzt ein bisschen größer bin, weil ich einen Bart habe oder Gott weiß was. Nein, ist nicht so. Ja, wir einfach wissen, wie wir zu Leuten zu sein haben. Ja, fertig. bist du, so wie du zu jemandem bist, so ist er auch zu dir. Du bist ja auch heute hier, oder? Ja. Fühlst du dich irgendwie komisch? Fühlst du dich bedroht? Nein. Ja noch nicht. Aber um ehrlich zu sein, ich bin auch erst 2 Stunden hier. In der Stadtmitte passiert jeden Tag irgendwelche Sachen, verstehst du? Wo wird's berichtet? Wird's nicht. Aber wenn hier mal was passiert, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre, dann sagen die, oh, das ist wieder sozialer Brennpunkt. Viele Ausländer, viele Nationen, verschiedene Religionen. Aber nein, ist nicht so. Mimi hat sein Abitur gemacht, zeitweise studiert und macht inzwischen eine Ausbildung bei einem renommierten Pharmaunternehmen. Doch davor will er sich Geld dazu verdienen, erzählt er mir. Er bewirbt sich 2-mal bei dem gleichen Unternehmen, bekommt jedoch immer eine Absage. Dann ändert er auf seiner Bewerbung seine Adresse. Dann habe ich eine andere Straße angegeben, also woanders. Und ich habe dann dort 2 Jahre gearbeitet. Die haben dich dann genommen, oder? Ja. Krass. Und du hast genau die gleiche Bewerbung abgeschickt. Also alles selbe, nur Adresse war anders. Krass. Nur Adresse war anders. Und du glaubst, dass es damit zu tun hatte, dass du halt hier wohnst? So. Ich weiß nicht, ist ja kein Zufall, wenn ich 2-mal dieselbe Adresse angebe. Ja. Und dann beim 3. Mal was anderes reinschreibe und ich dann genommen werde. Das ist echt heftig. Ich mache mir schon ein paar Gedanken, was da in den nächsten Tagen so auf mich zukommt. Denn es gibt einige Themen wie Diskriminierung oder auch Rassismus. Da kann ich als privilegierter und weißer Mann ohne Migrationsgeschichte einfach nicht mitreden. Aber ich werde den Menschen hier zuhören. Fast alle hier haben schon mal Ausgrenzung erlebt. Vielleicht macht das die Gemeinschaft hier gerade so stark. Wir treffen Hakan. Auch er gehört dazu. Und ihr kennt euch, also ihr seid beste Freunde? Ja. Beste Freunde und wir sind auch Nachbarn. Wir sind auch Nachbarn. Ich bin erst Stock, der wohnt 10. Stock. Wenn ihr wollt, kommt vorbei. Läuft gar nicht schlecht mit Mimi. Eigentlich dachte ich ja, wir verstehen uns nicht. Aber ich bewundere seine Offenheit. Ja, perfekt, dann wir machen es uns am See gemütlich. Diese Luxus zum Beispiel, hier chillen oft Russen, Ukrainer, Türken und essen zusammen Körner und so. Ja. Wir haben hier, dadurch, dass wir alle Nachbarn sind, und dann haben wir halt diese Luxus und das ist schon eine Bereicherung, dass so viele verschiedene Nationalitäten in einem Fleck wohnen. Das interessiert uns nicht, was der andere ist. Ja. Hauptsache er ist ein guter Mensch. Bist du gut zu mir, bin ich gut zu dir. Ja. Ich bin zum Beispiel Kurde aus dem Nordirak. Mein bester Freund Hakan hier, der ist Türke. Verstehst du, was ich meine? Der ist Türke. Ich liebe den wie meine eigenen Brüder. Ich sehe den wie meine eigenen Brüder. Seine Eltern sind wie meine eigenen Eltern. Ich kann zu denen rein und rauslaufen, wann ich möchte. Er kann zu mir rein und rauslaufen, zu Hause, wann er möchte. Da gibt es gar keine Probleme. Ich kaufe das Mimi ab. Zusammenhalt scheint hier wirklich wichtig zu sein. Auch mir wird von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich Teil der Gruppe bin. Ein schönes Gefühl. Und trotzdem frage ich mich, ob hier wirklich alles so positiv ist, wie die Jungs es mir erzählen. Heute möchte ich wissen, was andere hier über Kranichstein denken. Dafür gehe ich frühstücken. Und zwar zum internationalen Frauenfrühstück. Janette und Nurcan organisieren das Treffen. Und ich darf direkt mithelfen. Avocado-Creme vorbereiten. Für jemanden, der schon Probleme bei einer Tiefkühlpizza hat, nicht gerade einfach. Ganz schön viel Knoblauch. Sehr stark. Es ist wirklich sehr, sehr stark. Das habe ich für ganzen Monat gekauft und du hast alles. Echt? Hätte ich dir sagen sollen. Wir schauen mal. Ich hoffe, die Frauen haben ein Herz für Knoblauch. Das Treffen wird übrigens von der Stadtteilwerkstatt organisiert. Eine soziale Anlaufstelle für die Leute hier im Viertel. Beim regelmäßigen Frühstück sollen Frauen, die erst seit kurzem hier wohnen, Einheimische kennenlernen und sich dadurch schneller integrieren. Ein wirklich wichtiges Thema, denn mehr als die Hälfte der Kranichsteiner haben eine Migrationsgeschichte.
Hier gibt es über 80 Nationalitäten nur hier in Kranichstein. Ja, das ist wie eine Mosaik, also mit viele verschiedenen Farben. Und was sagen Sie zum schlechten Image von Kranichstein? Ich denke, dass es dieses Image nach außen immer noch gibt. Also ist zum Beispiel in der Zeitung, wenn in Kranichstein was passiert, steht im Echo als erstes Kranichstein. Der Junge kommt aus Kranichstein, ja. Deshalb ist das so. Und ja, da haben wir ja auch schon protestiert, ne, dass da große Artikel über Kranichstein sind. Und die Leute, die hier leben, die empfinden das nicht so. Ich wohne 12 Jahre jetzt in Kranichstein, habe in Rostorf gewohnt und wollte mich verändern, wollte also eine Wohnung und habe gesagt, also nach Eberstadt, Süd 3 und nach Kranichstein ziehe ich in keinem Fall. Ja. Dann wurde da eine Wohnung angeboten und auch noch im Hochhaus. Dann bin ich da erst mal hin und denke, ach, das sieht ja hier ganz ordentlich aus. Also, und wie gesagt, ich habe dann doch eine Wohnung genommen in Kranichstein. Und einen Tag bevor ich umgezogen bin, hat eine Bekannte mich angerufen und hat gesagt, da kannst du nicht hinziehen, da wirst du überfallen, bist du verrückt, da kannst du gar nicht mehr abends auf die Straße gehen. Was würden Sie jetzt der Bekannten 12 Jahre später sagen? Dass es hier wunderbar ist. Von der Frau an der Supermarktkasse bis hin zu Hassan, dem Inhaber ihres Lieblingsdönerladens. Angelika kennt hier mittlerweile jeden. Als ich hierher gekommen bin, war ich die einzige Deutsche, die hier zum Frühstück gekommen ist. Immer gefragt, von welchem Land kommt. Ja. Doch auch Angelika hatte am Anfang Vorurteile. Ja, die hatte also zum Beispiel, dass man denkt, naja, die Frauen sind alle, die Kopftuch tragen, sind alle unterdrückt, die werden von ihren Männern unterdrückt. Und dann komme ich hierher und treffe Frauen, die ihren Männern auf dem Kopf rumtanzen. So, okay. Ja, und sie spricht 3 Sprachen und ich kann gerade mal Deutsch oder ein bisschen Englisch. Ja. Und sowas, das habe ich hier erst dann richtig kennengelernt und gesagt, oh, das sind ja tolle Weiber hier, was die alles können, ja. Das negative Image bestätigt sich bisher nicht. Eigentlich höre ich nur Positives, außer vielleicht den Fluglärm. Der nervt hier echt viele. Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch, dass der Stadtteil auch seine Probleme hat. Laut der Stadt Darmstadt bezieht hier jeder 4. Hartz IV. Einige Menschen leben in Armut. Natürlich kann das auch Kriminalität begünstigen. Die beiden Rapper Calvin und Hasch greifen genau das in ihren Liedern auf. Ihrer Meinung nach ist Kranichstein tatsächlich ein Ghetto. Mama flüchtete vom Ghetto ins Ghetto, Pakistan nach Niederrad am Main. Papa flüchtete vom Ghetto ins Ghetto, Pakistan nach Darmstadt, Kranichstein. Und ihr Sohn wuchs auf in einem Ghetto, Muslime in Deutschland. Perfekt. Du hast gerade in dem Track gesagt, dass du im Ghetto aufgewachsen bist. Ja. Ich habe gesagt, dass meine Eltern vom Ghetto ins Ghetto geflüchtet sind. Damit habe ich gemeint, dass sie waren schon in schlechten Verhältnissen, von Pakistan, waren die schon in schlechten Verhältnissen und sind auch in Deutschland, sage ich mal, nicht in den besten Bezirken reingekommen. Und wie ich hier aufgewachsen bin, würde ich nicht wollen, dass meine Kinder hier aufwachsen. Auf jeden Fall. Wie bist du hier aufgewachsen? Ich bin zur Schule gegangen, ganz normal mit dem Freundeskreis. Die waren falsch, manche haben geklaut, manche haben mit Drogen zu tun gehabt. Manche sitzen auch, Knast-Stories gibt es auch. Hier sind viele, die das schnelle Geld haben möchten und das kann man zwar vorläufig machen, aber ich finde, das wird niemals bis zum Ende gehen. Beide Nachwuchsmusiker sind in Kranichstein groß geworden. Sie rappen über das, was sie hier erlebt haben. Calvin engagiert sich noch dazu im Jugendhaus und bietet anderen jungen Menschen die Möglichkeit, Rap zu produzieren und selbst aufzunehmen. Denn er findet es schlimm, wenn Leute abrutschen. Es ist ein sehr extremer Lifestyle
Und vor allem ist es ein Lifestyle, der sehr gefährlich ist und sehr viele Risiken mit sich trägt. Und wenn die weiter den Lifestyle verfolgen, und das machen die teilweise schon seitdem die 16 sind, vor Polizei wegrennen, Drogen verkaufen, bestimmte Streitereien mit anderen Gruppierungen haben, dies, das, ist die Chance, dass sie halt wirklich alt werden und wirklich ein spätes Alter erreichen, leider geringer, als wenn du ein ganz normales Leben führst. Dafür ist das Projekt da, dass die Jungs, dass die Jungs von der Straße geholt werden, dass die Jungs realisieren, es gibt auch andere Dinge, dass die Jungs realisieren, das, was die verfolgen oder das, was sie leben oder den Schmerz, den sie in sich tragen, dass sie das auch in was anderes reinstecken können, dass sie dann hören, dass es sich lohnt, mehr auf sein Leben aufzupassen und mehr aus seinem Leben zu machen. So. Je nachdem, was man dass es sich lohnen kann, den richtigen Weg einzuschlagen, sieht er an ein paar seiner Freunde. Ich kenne Leute, die hier aus der Gegend, die mit mir hier groß geworden sind, die Jura studieren, die ihren Master gemacht haben, die in wirklich Rekordzeit ihren Bachelor gemacht haben. Also wirklich Leute, die Perspektive und Zukunft haben und die auch wirklich aus sich was machen wollen, gibt es. Aber ich kenne auch genauso gut, genau das Gegenteil. Leute, die nicht wirklich einen Plan haben, was sie in den nächsten 10 bis 15 Jahren machen werden und die einfach sich nur denken, okay, wie komme ich an schnelles Geld, egal ob es kriminell ist, egal wer darunter leiden muss. Hasch möchte daher nicht, dass sein Sohn hier aufwächst. Und ich habe da auch gesagt, ich hole meinen Sohn hier raus. Und deswegen bin ich stolz, Vater zu sein, weil irgendwann wollen wir das Ziel erreichen und ich hoffe besser früher als später, aber irgendwann. Vor unserer Wohnung treffen wir Hussein. Er hat hier direkt seinen eigenen Friseursalon. Und auch er macht sich Sorgen um seinen Sohn. Ich will nicht zum Beispiel meinen Sohn hier komplett diese Straße. Warum willst du das nicht? Ich will nicht. Ich finde nicht gut. Nicht gut? Warum nicht gut? Weil hier lernen schlecht. Weil es viel Stress gibt? Ja, gibt viel Stress auch, wie ich gesagt. Trotzdem möchte er hier nicht weg. Weil ich bin hier, ich bin drin, ich muss bleiben. Okay. Ich kann nicht anders. Diese Action, ich muss haben. Okay. Weil dein Herz es dir sagt? Ja, ich kann nicht gehen hier anders. Okay. Weil es Heimat ist auch? Ja. Seit 10 Jahren ist er nun hier. Er engagiert sich für den Stadtteil und hat sogar seinen eigenen Fußballverein gegründet. Und was liebst du an Kranichstein? Was gibt dir Kranichstein? Kranichstein gibt es eigentlich viele Sachen, ja. Stress und Fußball. Bei uns immer Fußball und so. Und was meinst du mit Stress auch? Stress manchmal, Beispiel Kundenstress. Auch manchmal Schlägerei immer passiert. Hier dann auch vor Ort oder wie? Hier diese Ecke, ja, meine ich. Und auch manche Privatsachen, weißt du, was ich meine? Ja, was meinst du genau? Ich sag dir einfach so wie... Drogen? Ja, so Sachen, ja. Okay. Auch gibt es in Kranichstein natürlich. Wie ist es für dich? Ich meine, du hast hier einen Laden. Ja. Wenn draußen irgendwie eine Schlägerei ist oder wenn es Stress gibt, ist es für dich als Geschäftsführer ich finde gleich wie ein Film, für mich normal. Weil wenn einmal passiert, du machst Hektik und Schock. Aber jetzt alles normal. Weil immer Stress, Leute machen ein bisschen trinken und so, Stress und dann da Ecke, hier. Und Polizei kommt. Letztes Mal war hier ein Junge, Hilfe gesagt, dann ich bin draußen gegangen und danach einer mit Messer, der will den schlagen, weißt du. Der wollte aber mit dem Messer ihn... Ja, wo ich nicht dieses Junge sehe, der macht den 100% tot, ja. Er wollte ihn töten? Ja. Heftig. Und auch der wohl bekannteste Kranichsteiner Deutschlands lässt kein gutes Haar an seiner Heimat. Der Rapper Oleg Sesh hat fast 1 Million Follower auf Instagram, mehr als 100 Millionen Streams auf Spotify. Jeder kennt ihn hier. Ein Idol für viele Kids. Ich höre nun immer mehr von Drogen, von Kriminalität und vor allem vom Ghetto. Eigentlich dachte ich, dass vieles davon nicht stimmt. Doch langsam zweifle ich. Die einen reden vom Paradies, die anderen sprechen von der Hölle. Aber was stimmt denn jetzt? Wenn das einer weiß, dann er, Sascha Rüh. Er ist Polizist und seit 12 Jahren ein sogenannter Schutzmann vor Ort. Kaum einer kennt Kranichstein so gut wie er. Wir machen einen Rundgang und egal wo wir hinschauen,
natürlich überall Plattenbau. Wir sehen jetzt hier schon die Hochhäuser. Wenn ich ehrlich bin, verbinden viele, und ich glaube unterbewusst ich auch, Hochhäuser direkt auch mit Kriminalität. Das ist falsch. Das ist ein Vorurteil. Ja, über den Baustil lässt sich sicherlich streiten, aber daran kannst du es nicht festmachen. Ja. Es ist einfach viele Menschen auf engem Raum. Und gerade hier, man sieht es ja auch, ein gelebtes Multikulti. Da hat sich sicherlich auch viel verändert in den letzten Jahrzehnten von der Struktur der Bewohnerschaft. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Und ja, gerade so dieses Stigma zum Stadtteil Kranichstein, aber auch zu vielen anderen ähnlichen Stadtteilen, das lässt sich nicht festmachen. Ja? Also auch bei uns statistisch nicht. Ja? Und also ich denke, man wird sicherlich auch hier seinen Haschisch bekommen. Ja? Und es gibt hier auch Streitigkeiten. Ja, das zieht sich durch. Aber alles, was in der Stadt passiert, hast du hier auch. Aber du hast, in der Stadt hast du einfach diese Vorurteile nicht. Ja? Und so diese Straftaten, die ganz massiv ein subjektives Sicherheitsgefühl der Anwohner beeinflussen. Ja? Also schwere Gewaltkriminalität, Raubüberfälle mit irgendeinem sexuellen Hintergrund, ja, Vergewaltigungen oder Ähnliches. Das ist definitiv so in der Form, findet es hier nicht statt oder nicht überrepräsentiert im Vergleich zur Stadt. Das ist mal eine klare Ansage. Und auch die Statistik zeigt, in Kranichstein gibt es nicht mehr Kriminalität als woanders. Trotzdem bleibt das schlechte Image. Sascha Rühl bietet mir übrigens das Du an. Er siezt ungern, sagt er mir. Ungewöhnlich für einen Polizisten, aber das passt total zu ihm. Als Schutzmann vor Ort spricht er viel mit Jugendlichen und Anwohnern und macht präventive Arbeit. Früher war es hier wohl wirklich schlimmer. Das hören wir hier von allen Seiten. Gewalt, Kriminalität und Perspektivlosigkeit. Wir haben echt einige schlimme Storys gehört, die teilweise noch gar nicht so lange her sind. In den 90ern hatte Kranichstein auch noch mit Todestourismus zu kämpfen. Menschen aus der Umgebung kamen, um sich von den Häusern zu stürzen und sich das Leben zu nehmen. Inzwischen ist das nicht mehr möglich. Doch all das warf ein ziemlich schlechtes Bild auf Kranichstein. Ein Bild, das in den Köpfen vieler wohl immer noch existiert. Ja, du hast es gerade angesprochen, was will denn passieren, wenn es jetzt kein Schutzmann, keine Sozialarbeiter, kein Lehrer, der da so hinterher wäre, wenn es das alles hier nicht geben würde, was wäre dann los? Ja, da hilft vielleicht ein Blick in die Vergangenheit. Gefühlt aus der Zeit, als ich auch schon bei der Polizei war, hatte Kranichstein ja auch schon den Makel und da war definitiv mehr los. Ja. Und dann hat man überlegt, okay, da müssen wir einfach reingehen ins Quartier. Was heißt denn genau mehr los? Also kann man das vielleicht nochmal... Das ist ja schon ziemlich lange her, ja. Aber dann denke ich mal, Gewaltkriminalität und Drogen war dann sicherlich noch mehr ein Thema, als es heute ist. Ja. Um das zu verhindern, wurden viele Institutionen gegründet und Projekte gestartet. Zum Beispiel dieser Kiosk hier, der Treff- und Kontrollpunkt zugleich ist. Und ist natürlich auch ein Stück weit soziale Kontrolle. Ja? Also wenn ich einfach jemanden habe, der immer da ist, der kann dann auch mal schauen, was ist dann mit Vandalismus oder gibt es irgendwelche Fragen. Oder Da kommen Sie dann auch öfter einfach mal vorbei und kommen ins Gespräch? Genau, auch da kann man Kaffee trinken. Kleiner Kiosk. Hallo. Hallo. Kann jemand von euch Türkisch? Çorba parası sagt euch nicht. Suppengeld, also quasi Backschisch-Bestechung. Du kannst Türkisch? Ein bisschen. Und wie ist hier so das Verhältnis zum Herrn Rühl? Sehr gut. Zum Sascha? Ja? Soll ich rausgehen, dann kannst du ehrlich anschauen. Doch, sehr gut. Wirklich. Kranichstein hat einen Polizisten, was Besseres gibt als den Herrn Rühl. Und wir haben die beste Concierge. Der leider nicht gedreht werden möchte. Mir fällt aber auf, wie positiv Sascha hier von den Menschen wahrgenommen wird. Spitzname ist hier nur Polisamca, gell? Ja, Onkel. Polizeionkel. Polisamca sagen die Kinder immer. Auch Türkisch dann? Ja. Für uns geht es jetzt nach oben. Eigentlich sind die Hochhäuser gut kontrolliert und abgesperrt. Aber Sascha Rühl macht für uns eine Ausnahme. Das ist mal ein guter Ausblick. Ja, gell? Das heißt, man kann hier nach Darmstadt und nach Frankfurt schauen? Taunus, Donnersberg, Darmstadt, Innenstadt. Aha. Und hier halt kompletter Stadtteil. Ne? Echt schön. Was macht das mit dir, wenn du hier so auf dein Viertel so blickst? Das vielleicht greifbarer machen, weil man den ganzen Stadtteil auf einmal sieht. Ja. Der auch von der Bewohnerstruktur ja sehr unterschiedlich ist, besteht ja nicht nur aus den Hochhäusern,
Doch gerade die sind oft im Fokus. 2015 starb hier eine 19-Jährige, weil ihre pakistanischen Eltern das Leben ihrer Tochter als unehrenhaft empfanden. Ein sogenannter Ehrenmord, verübt von den eigenen Eltern. Hintergrund hatte das war dramatisch. Ja. Solche Vorfälle gab es leider auch. Glücklicherweise Einzelfälle, muss man wirklich sagen. Doch solche Einzelfälle verstärken die Vorurteile über den Stadtteil, sagt Sascha. Und wenn dann sowas im Stadtteil ist und wird dann medial so aufbereitet und geht das ganze Bundesgebiet und dann hast du nämlich genau wieder diesen Blickpunkt Kranichstein und die Leute in Hamburg, Lübeck wissen auf einmal was von Kranichstein und hast dann nur diesen eigenen Moment. Und jetzt hast du so viel Arbeit reingesteckt, um gerade davon wegzukommen und dann passiert so was Dramatisches. Das muss erst mal sacken. Ja. Und du musst permanent dranbleiben. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, wenn du die Hände in den Schoß legst und würdest jetzt die Ressourcen abziehen oder die Einrichtungen einschränken, dann würde das sicherlich schwieriger werden. Weil man es gerade mit so einer Zusammensetzung oder in so einem Stadtteil mit so vielen Menschen schon ein Stück weit unterstützt, was du vielleicht in einem Dorf im Odenwald, wo du dann einen Verein hast und die Kirche und die freiwillige Feuerwehr, wo dann familiäre Strukturen einfach was ganz anderes abfangen kann. Hier sind Leute aus so vielen Ländern, auf so engem Raum, wo es einfach eine Anschubhilfe braucht. Ja. Diese Anschubhilfe bekommen die Menschen hier in öffentlichen Einrichtungen, wie den Jugendhäusern. Gleich 3 davon gibt es hier. Möglich macht das auch die Politik. Kranichstein ist Teil eines Bund-Länder-Programms für strukturschwache Quartiere. Dadurch wurden Gelder langfristig und klug investiert. Und auch die Leute aus dem Viertel werden selbst aktiv, wie Farah von den sogenannten VIPs. Die 24-Jährige studiert Soziale Arbeit, wohnt in Kranichstein und läuft regelmäßig mit anderen durch ihren Stadtteil. Sie wollen mit Jugendlichen ins Gespräch kommen. In einem Stadtteil wie Kranichstein und ich glaube überall ist so eine Arbeit extrem wichtig. Die Jugendlichen brauchen den Raum. Wir versuchen es denen möglich zu machen und das ist mein Ansporn, aufzustehen und zu sagen, okay, dann mache ich es halt. Ich gehe raus und spreche mit denen. Neben Farah sind heute auch Onzi, Erik und Hakan, den wir bereits am See kennengelernt haben, als VIPs unterwegs. Sie gehen auf die Jugendlichen zu und sprechen über sensible Themen wie Streitigkeiten und Probleme zu Hause. Für Onzi ist klar, warum ausgerechnet in Kranichstein so viele Jugendliche abends noch draußen sind. Wir haben halt doch wirklich sehr viele Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Ja, die leben auf engstem Raum. Ja. Da sind teilweise Familien, die haben eine 2-Zimmer-Wohnung, aber haben 6 Kinder. Und dann werden alle irgendwie in ein Zimmer gestopft. Und das Kind kann nicht in Ruhe Hausaufgaben machen. Das Kind kann nicht in Ruhe, weiß ich nicht, mit Freunden telefonieren oder Freunde zu sich nach Hause einladen. Und dann suchen die einfach draußen nach Unterstützung oder einfach mit jemandem, mit dem die sprechen können. Deswegen finde ich, sind auch diese ganzen Jugendhäuser extrem wichtig, vor allem hier in so einem Stadtteil. Also wir haben Jugendliche, die in ihrem Leben noch nie ein eigenes Zimmer hatten oder ein eigenes Bett, teilweise sogar. Es gibt Jugendliche, die während der Pandemie völlig aufgeschmissen waren, weil die zu Hause kein Internet haben. Die sitzen dann im Treppenhaus und müssen sich dann mit dem WLAN von Nachbarn verbinden. In der Winterzeit mit Jacke und Mütze und Schal und allem. Das ist für uns so eigentlich gar nicht vorstellbar, aber es ist hier einfach Realität. Und vielleicht ein bisschen mehr als in anderen Stadtteilen. Das Erfolgskonzept des Projektes ist, dass hier keine klassischen Sozialarbeiter unterwegs sind. Die Jugendlichen haben meist einen persönlichen Draht zu ihnen. Nein, wirklich. Ich schreib's mir sogar. Dadurch können sie viel offener mit ihnen umgehen. Das beste Beispiel dafür ist Hakan. Ich glaube, du bist mega hier verankert. Dich grüßt jeder, dass du auch hier am Start bist und abends aufstehst und durch Kranichstein läufst. Das liegt auch daran, weil wir sind Kranichsteiner, wir lieben Kranichstein und wir fühlen uns hier wohl und wir wollen, dass auch die anderen sich wohlfühlen. Zum Beispiel, wenn Jugendliche, keine Ahnung, bei allem irgendwelche Probleme haben wie Jobsuche, Hausaufgabenbetreuung, Hausaufgabenhilfe, egal was. Wir wollen einfach, dadurch, dass wir jeden hier wie ein Familienmitglied sehen, wollen wir einfach für jeden da sein. Kurz vor dem Ende unseres Rundgangs laufen wir noch am See entlang. Ich möchte von Farah wissen, ob sie schon mal Probleme mit Vorurteilen hatte. Wir ein Bewerbungsgespräch irgendwo haben oder so und dann steht da plötzlich drin Gruberstraße
Es kam schon vor, dass wir die Jobs nicht bekommen haben, weil wir hier wohnen. Ich war zum Beispiel in Frankfurt auf der Schule und da wurde dann halt gefragt, ja, woher kommen die Leute und so. Und ich war die Einzige aus Darmstadt und dann wollten die natürlich wissen, ja, woher denn aus Darmstadt. Und ich mag es dann nicht zu beantworten, dass ich aus Kranichstein bin, weil ich weiß, was für Blicke ich dann bekomme oder was aus den Leuten dann herauskommt. Das ist dann sofort, oh, du bist aus Kranichstein, oh, Ghetto. Und ich hasse dieses Wort Ghetto. Ich hasse es, weil wir sind kein Ghetto, auf gar keinen Fall. Ja, und dann muss ich auch erstmal erklären und sagen, ja, nee, ist nicht so. Es läuft hier ganz anders ab. Ich weiß nicht, was für Filme ihr geguckt habt, aber wir sind ein Stadtteil wie jeder andere auch. Es passieren genau dieselben Dinge wie bei euch in Frankfurt oder sonst wo. Heute möchte ich hier mal was ganz anderes erleben. Deshalb gehe ich mit Mimi zum kurdischen Friseur, hier um die Ecke. Den Inhaber kenne ich ja bereits. Und der Friseur ist Treffpunkt für jeden von ihnen. Ja. Geil. Ey, ich zieh mir mal Mantel aus. Ja, hier ist warm. Macht locker. Warum so fresh? So in Waldflächenunterricht, da steht das Spiel. Das ist Theater. Ich hab Theater gemacht, sieht genauso aus. Wie geht's? Neben mir sitzt übrigens mein Fußballkumpel Hasret, ebenfalls Kranichsteiner. Da ist schon einzelne graue Haare, Bro. Das sind einzelne. Du willst korrekt sein. Der ist komplett. Der schnellste Friseur Deutschlands. Mach Stoppuhr. 5 Minuten, dann ist fertig. Mimi stellt mir die Friseure vor. Mit dabei ist auch Maslum. Die beiden sind vor kurzem, vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, gell, seid ihr gekommen? Knapp 4. Seit 4 Monaten. Nach Kranichstein? Oder nach Kranichstein? Nach Deutschland? Nach Deutschland. Nach Deutschland? Ja. Mimi hat ihm geholfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Halbes Jahr Praktikum und dann ist er drin. Ausbildung, ja. Wobei, warum nicht? Wir schaffen. Noch genießen die Jungs ihren Friseurbesuch. Doch gleich bin ich dran. Und zwar als Friseur. Bist du nervös, Hassan? Ja, kein Zahn. Oh, ja. Mein Haare nicht so aussehen wie deiner am Ende. Naja, so viel kann ich bei dem Haarschnitt zum Glück ja auch nicht falsch machen. Vertraust du Marius? Ja klar, normal. Marius ist einer der wenigen Jungs, denen ich vertraue. Würdest du sagen, der Friseurbesuch ist wichtig für dich? Ja, auf jeden Fall. Es ist wie so ein, ich sag mal so, Leute gehen in Wellness einmal die Woche, ich komme einmal die Woche her und das ist für mich so mein so Wellness-Tag, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ist wichtig, auf jeden Fall. Ist okay, wenn ich deine Koteletten so lasse? Ja, glaub ich auch. Mach wie du willst. Ja, lass uns. Als Kunde ab und zu mal den Boden zu fegen, ist übrigens vollkommen normal. Das macht hier jeder mal, wenn die Friseure gerade keine Zeit haben. Und jetzt darf ich auch noch Mimis Haare schneiden. Ein bisschen nervös bin ich schon. Okay. Andersherum. Okay. Ja, ich dachte, schnell dünner. Ah, okay. Ja, das ist ein Dönerspieß, oder? Jawohl, Marius. Du kannst schon drücken, ja? Okay. Hallo, ist okay? Super. Schon eine verrückte Situation, ehrlich gesagt. Wir lachen echt viel zusammen. Und er vertraut mir. So sehr, dass ich ihm hier gerade einfach die Haare schneide. Vor ein paar Tagen hätte ich Mimi auf der Straße wahrscheinlich nicht mal gegrüßt. Guck mal, wie süß er seine Hand auf meine Schulter legt. Ja, danke, dass du auch bist. Nein, alles gut. Georg, was meinst du? Sieht ganz gut aus, oder? Was schneiden wir Marius Haare? Das will ich dann doch nicht. Mimi und ich einigen uns auf Augenbrauen. Okay. Ich mach grad sehr langsam von Gesicht. Okay, reicht. Warte, bleib sitzen, mach Augen zu. Mach Augen zu. Fertig. So, ich hab eine Seite gemacht, ich will nicht. Weißt du? Die Seite hier, ja? Ja. Ja, ist gut. Guck, wie rot du geworden bist. Und ich hab nicht mal 20 Sekunden gemacht, ne? Aber danke schön. Sehr gerne, mein Lieber, ist ja auch kein Problem.
Kann ich nächste Woche anfangen? Der will hier arbeiten, wann soll er nächste Woche anfangen? Ja. Bei dir, Bruder, du musst viel lernen. Aber er will jetzt mal Praktikum machen. Kern, sauber machen. Nur sauber machen. Kern, sauber Jeden machen. Tag kannst du kommen. Nur ein bisschen sauber machen. Wie viel Uhr? Jeden Tag ab 10 Uhr komm bis Abend 19 Uhr. Sehr gut, abgemacht. Gut geredet. Klar, natürlich werde ich hier morgen nicht anfangen. Aber mich beeindruckt die Herzlichkeit. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich einer von ihnen. Es war komplett egal, dass wir nicht den gleichen Kulturkreis haben. Wenn man so will, wurde ich hier gerade integriert. Gut integriert hat sich auch Angelika, die 79-jährige Dame vom Frauenfrühstück. Ich treffe sie nochmal. Und als allererstes möchte sie mir unbedingt zeigen, wo sie wohnt. Hier, ich wohne hier. Hier. In diesem Hochhaus. In dem Hochhaus? Ja. Ah, sehr gut. Ersten. Und zufrieden mit dem Ausblick? Ich bin, ja, sehr schön. Jetzt im Herbst ist alles bunt. Von Angelika möchte ich heute wissen, wie sie als ältere Bewohnerin auf Kranichstein blickt. Und sie hat eine quasi unmögliche Mission. Ich versuche dir das Stricken beizubringen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, meine Mutter hat damals gesagt, dass ich ein Grobmotoriker bin. Ah ja, okay. Aber das heißt ja nichts. Ich glaube, dass man eher ein bisschen technisches Verständnis haben muss. Okay. Naja, das habe ich jetzt auch nicht im Übermaß. Aber ich probier's. Übrigens, unsere Stricksession findet im Chilaui statt. Ein kleiner Stadtteilladen, bei dem jeder mitmachen kann. Okay, es sieht einfach bei dir aus, aber ich glaube, es ist super kompliziert, ehrlich gesagt. Willst du mal probieren? Ja, ich kann es mal probieren, ja. Das heißt, den Faden holen und wieder nur jetzt hier durch. Genau, ja, nee, so. Du willst dann immer noch mal da hinten rum, das brauchst du nicht. Nochmal eine Ehrenrunde. Ja, genau. So, mach nochmal. Und während ich immer noch mit den Stricknadeln zu kämpfen habe, erzählt mir Angelika, wie es dazu kam, dass sie nach Kranichstein zog. Fast 30 Jahre lang lebte sie mit ihrem Mann in einer Kleinstadt. Nachdem er starb, wollte sie sich verändern. Da habe ich das Haus verkauft und habe dann eine Wohnung gesucht und bin hier dann in Kranichstein gelandet. Und bin jetzt auch schon 12 Jahre hier und bin total zufrieden. Weil hier alles siehst, doch was hier kriegt man, also man muss schon selbst auch auf die Leute zugehen, aber man hat da viele Möglichkeiten. Und was gibt dir das vielleicht auch? So du hast gerade von Multikulti gesprochen. Ja, diese Erfahrung habe ich hier, die finde ich für mich sehr gut, dass ich so viele verschiedene Menschen kennenlerne. Da beim Frauenfrühstück, die hätte ich nie kennengelernt, näher oder auch im Asylkreis. Ich habe ja auch einen jungen Flüchtlingsmann betreut. Okay. Und warum war dir das wichtig, da zu helfen? Ja, weil ich das schlimm fand. Der hat die Familie, seine Mutter und 2 Brüder noch in Afghanistan. Der Vater wurde erschossen, der war Polizist und wurde von den Taliban irgendwann erschossen. Und mit der Zeit, dann ist er zu mir gekommen und dann war das, eigentlich ist das so fast mein drittes Kind. Echt? Und das ist doch, ich hätte nie großartig über Afghanistan nachgedacht oder mir ein Buch gekauft, wo ich mal lese, die Geschichte von Afghanistan, ja. Das liest man und dann legt man es wieder weg, weiß, dass es das Land gibt, aber wie es dort ist und Menschen dort kennenzulernen, ist was Wunderbares. Und was würdest du den Menschen raten, gerade auch in diesen Zeiten, wo man das Gefühl hat, dass die Gesellschaft immer mehr voneinander wegdriftet und man sich manchmal auch nicht wirklich aufeinander zubewegt? Tolerant sein, auch dem anderen gegenüber. Ja? Auch wie gesagt, wie er aussieht oder wenn jetzt hier jemand sitzt und eine Fahne hat und dann gehe ich trotzdem und quatsche den an oder wenn es mir danach ist, weißt du, dass ich jeden erstmal so wie er ist respektiere, weil ich den Hintergrund nicht kenne. Ich weiß ja nicht, warum der Trinker jetzt ist oder warum der obdachlos ist. Da ist auch immer ein Schicksal dahinter. Der muss von hinten nach vorn. Schön. Vielen, vielen Dank, dass du so ehrlich warst. Wir haben es leider, wir haben uns ein bisschen verquatscht, würde ich sagen. Ja, genau. Das mit dem Stricken habe ich noch nicht raus. Aber das ist auch nicht so wichtig.
Angelika ist ein Vorbild für mich. Die Komfortzone im hohen Alter verlassen, komplett etwas Neues gewagt. Dabei stets auf Menschen zugegangen und dadurch so viel gewonnen. Was ein toller Lebensweg. Heute ist mein letzter Tag und ich möchte mich noch einmal mit Mimi am See treffen, auf eine Shisha, denn er will etwas loswerden. Ich ziehe hier weg, ich ziehe mit meiner Freundin zusammen. Ist auch nicht weit von hier, Griesheim. Ja, aber mein Herz brennt jetzt schon, wirklich. Ich sagte, ich war im Urlaub im Sommer und dann, als ich wieder herkam, ich habe gedacht, ich bin neu geboren. Wirklich. Mimi wird also umziehen. Nachdem er sein ganzes Leben hier verbracht hat, muss das ziemlich hart sein. Trotzdem möchte er mit seiner Freundin eine eigene Wohnung haben und seinen Lebensstandard verbessern. Kann ich voll verstehen. Ich meine, wer möchte das nicht? Das ist schön, wirklich. Angenommen, du könntest auch irgendwie so ein Haus haben, irgendwo so am Stadtrand oder so oder in einem Vorort. Müsstest du überlegen, was du favorisierst? Ob Kranichstein oder das Haus? Natürlich will ich das Haus nehmen. Natürlich will ich das Haus nehmen. Mimi und ich verstehen uns inzwischen richtig gut. Damit habe ich vor einer Woche gar nicht gerechnet. Uns verbindet so viel, auch wenn wir unterschiedlich aufgewachsen sind. Ich wünsche jedes Kind auf der ganzen Welt soll nie aufwachsen. Wirklich. Echt? Ja. Was glaubst du, würde es den Kindern geben, hier aufzuwachsen? Hier einfach dieser Zusammenhalt, Spaß, so. Das ist einfach nur schön hier, wirklich. Das richtige Handy hatte ich auch erst, glaube ich, mit 18 oder so. Aber ich hab kein Handy gebraucht. Hier, ich bin rausgegangen, der eine hat vom Fenster geguckt, der andere hat vom Fenster geguckt, alle raus. Was würdest du sagen, was hast du so früher immer gemacht in deiner Kindheit? Außer am Schwimmen gegangen? Wir sind einfach rumgelaufen, wir sind einfach in irgendwelche Wälder hier reingegangen. Einfach durchgelaufen, wir wussten manchmal nicht mal, wo wir sind. Wir kamen raus, war einfach dunkel. Wirklich, so bis abends. Und gerade wegen seiner schönen Zeit hier kann er nicht verstehen, warum das schlechte Image an Kranichstein kleben bleibt. Wie schon gesagt, guck mal, wenn du Google eingibst, gib nur Kranichstein ein. Da sind nur Hochhäuser. Alle Bilder sind nur von Hochhäusern. Aber guck mal, wo wir hier sind. Du kannst auch hier an ein Fußballfeld gehen, du kannst hier sind schöne Wälder, du kannst hier an die Schulen gehen, du kannst überall hier hingehen, aber das sind nur Bilder von Hochhäusern. Nur. Jetzt frage ich dich mal, hast du irgendwas gesehen, was hier negativ aufgefallen ist? Und du wohnst sogar noch an der Straße, wo die Schlägereien sind. Genau. Und ich kann wirklich sagen, bisher, also wir waren morgens draußen, wir waren mittags draußen, wir waren auch mal um 2 Uhr in der Nacht noch draußen. Und ich habe mich nie unsicher gefühlt. Ich hatte nie Sorge, dass irgendwas passiert. Aber diese Geschichten, von denen du erzählt hast, die bleiben ja weiter im Kopf. Also viele verbinden damit weiterhin Kranichstein. Ja, es wird auch für immer so bleiben. Es wird für immer so bleiben. Glaub mir, es wird nie der Tag kommen, wo die Leute sagen, boah, Kranichstein, schön. Eigentlich schade, oder? Aber was können wir dagegen tun? Du machst ja gerade was dagegen, verstehst du, was ich meine? Dass ich hierher komme. Dass du überhaupt hierher kommst. Und ich bin dir auch sehr dankbar dafür. Vorurteile hat jeder von uns, ob wir möchten oder nicht. Ich habe durch meine Zeit hier gemerkt, dass ich Mimi damals doch in eine Schublade gesteckt hatte. Und das, obwohl ich sicher war, dass ich keine Vorurteile habe. Was mir passiert ist, passiert uns allen jeden Tag. Wir urteilen über Orte, die wir nie richtig besucht haben und über Leute, die wir nicht kennen. Menschen in Hochhaussiedlungen fühlen sich dadurch diskriminiert. Kranichstein ist das beste Beispiel. In dem Stadtteil läuft nicht alles perfekt, doch es wird viel getan. Viele lieben es hier, leben hier gerne und sind stolz auf ihre Heimat. In Zeiten von hohen Mieten und Wohnungsnot kann man sich doch ohnehin nicht mehr aussuchen, wo man wohnt. Wenn wir aufhören möchten, einen großen Teil unserer Gesellschaft vorschnell abzustempeln, dann müssen wir uns von solchen Klischees lösen. Denn den ehrlichsten Eindruck von Menschen gewinnt man, indem man sich sein eigenes Bild macht. Das habe ich getan, die letzten 7 Tage. Und ich fand im Schatten der Hochhäuser einen lebenswerten Ort und Menschen mit ganz viel Herz.